Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork, um Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um die ersten 3 Motive für unseren Quilt As You Go Musterquilt. Wir arbeiten Kreise, Quadrate und eine Kombination aus beiden Motiven, um sie dann nach der Quilt As You Go Methode, die wir in diesem Video angewendet haben, zusammenzusetzen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Das erste Motiv für unseren Quilt As You Go Quilt sind ganz klassische Kreise. Unsere Kreise entstehen aus einer Achterbewegung. Wir malen einen Kreis, fahren weiter zu einem zweiten Kreis. Und diese Achterbewegung führen wir immer weiter fort. Wir malen einen Kreis, den zweiten Kreis, wir wandern zu unserem ersten Kreis, zeichnen erneut einen Kreis und so vollführen wir unsere Achtbewegung einfach immer weiter. Eine Alternative ist ein eckiges Motiv. Das heißt, wir zeichnen ein Quadrat und aus unserem Quadrat heraus zeichnen wir ein auf die Spitze gestelltes Quadrat. Wir fahren zur nächsten Quadratmitte, um von hier aus erneut ein Quadrat auf die Spitze zu stellen. Dabei ist es nicht wichtig, dass unsere Quadrate wirklich gerade Wände haben. Wie auch immer wir das zeichnen, das ist völlig egal. Als dritte Möglichkeit starten wir mit einem Quadrat. Und in unserem Quadrat legen wir Kreisbögen an. Wir fahren zur Mitte, wir stellen unser Quadrat wieder auf die Ecke, um von dort wieder Kreisbögen zu ziehen. Fahren zur Mitte, stellen ein Quadrat auf die Ecke und ziehen Kreisbögen. Diese 3 Motive möchten wir nun auf 3 30 x 30 cm großen Patches übertragen. Wir bauen für jedes unserer Motive ein 30 x 30 cm großes Top auf. Darunter legen wir Thermolam oder eine Füllung eurer Wahl und darunter kommt der Unterstoff. Ausreichend groß, damit wir ihn nachher zur Mitte hin arbeiten können. Das Binding für meinen Quilt As You Go wird später einen halben Inch, also 1,5 cm in mein Patch hineinragen. Das heißt, ich versuche mit meinem Motiv genau in diesem Rahmen zu bleiben. Und wir schieben das Ganze unter unsere vorbereitete Nähmaschine. Wie ihr eure Nähmaschine vorbereitet, erfahrt ihr in diesem Video, was macht unsere Nähmaschine beim Quilten. Wir starten in der Mitte unseres Patches, unser Faden ist 3-mal auf der Stelle vernäht, unsere Nadel ist im Stoff versenkt, unser Füßchen ist ein offenes Quiltfüßchen, einfach nur, weil man das im Video besser sieht. Als Nadel habe ich eine Quiltnadel und als Garn habe ich das Mehrfarbengarn von Mettler gewählt. Wir nähen den ersten Kreis. Von unserem Kreis aus führen wir die Achterbewegung fort. Von hier fahren wir durch unsere Kreismitte und starten im nächsten Kreis. Und weiter geht's. Fahren auf der alten Kreisbahn weiter und starten in einem neuen Kreis. Wenn sich unsere Linien überschneiden, dann ist das so. Wir können unsere Kreise mal größer und mal kleiner arbeiten. Und wenn wir ein Loch wie hier haben, können wir das mit einem kleinen Kreis füllen oder wir lassen es einfach offen. Die Probleme, die bei diesem Thema auftreten können, ist, dass die Kreisform sehr eirig wird oder dass man den Stoff einfach sehr ruckelig schiebt, weil man unsicher ist. Wenn ihr solche Stellen erzeugt, dann ist das gar kein Problem. Ihr könnt einfach darum herum weiterfahren. Das Ganze wird später gar nicht mehr auffallen. Ihr könnt aber auch sagen, Mensch, ich finde das sehr störend und ihr macht ein Zentrum aus den schief
gelaufenen Stellen. So, jetzt sind wir wieder da. Hier ist diese Stelle, die nicht so schön geworden ist, und die betonen wir nochmal. Betrachtet Stellen, die schief gelaufen sind, nicht als schief gelaufen, sondern als Ideenwerkstatt. Seht, was liegt da drin? Welche Ideen kommen euch, wenn ihr das seht? Zum Beispiel füllen, oder schreibt mir einfach mal unter das Video, wie ihr solche schwierigen Stellen dann meistert. Und nun haben wir ein kleines verspieltes Zentrum mitten in unseren Bällen. Es gibt kein richtig und kein falsch, und es gibt bei Kreisequilten mit der Hand sowieso keinen runden Kreis. Das Ganze hat eher so ein bisschen eine Steinoptik. Wenn wir uns so richtig böse ins Ausgesetzt haben und die ganze Fläche um uns herum schon gequiltet ist, dann können wir über schon genähte Linien laufen, oder wir setzen einfach kleine Steinchen in den Weg, bis wir wieder zu dem Punkt kommen, kleine Kreise, bis wir wieder auf offene Fläche kommen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr euch hier bei mir auf dem Kanal wohlfühlt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und unser Ergebnis sieht aus, als sollte das genau so sein. Am Ende vernähen wir dreimal auf der Stelle, holen unseren Unterfaden wieder nach oben, und unser erstes Quiltmotiv ist fertig. Unser zweites Motiv besteht aus Quadraten. Wir fangen wieder mit dem vernähten Faden an und wir quilten ein erstes Quadrat. Das muss nicht gerade sein, es braucht nicht mal Ecken haben. Von diesem Quadrat aus quilten wir das zweite Quadrat auf die Spitze. Fahren erneut zur Mitte und quilten wieder ein auf die Spitze gesetztes Quadrat. Das Ganze wiederholen wir. Nehmt das mit den Quadraten nicht zu ernst. Habt runde Ecken dazwischen, habt eckige Ecken dazwischen. Das Ganze sollte nachher wirken, als purzeln eure Quadrate durcheinander. Wenn ihr glaubt, ihr setzt euch ins Aus, könnt ihr hier Wanderstiche ansetzen. Oder ihr wandert einfach zu einem anderen Punkt eures Quadrates. Zwischen euren Quadraten entstehen Freiräume. Das gehört zu dem Motiv dazu. Wenn wir das zu eng setzen, ergeben die Quadrate keinen Sinn mehr. Wenn wir glauben, unsere Lücken werden zu groß, setzen wir einfach kleine Quadrate in die Mitte. Wenn ihr euch ins Aus setzt, könnt ihr kleine Kästchen einsetzen. Oder ihr könnt über schon genähte Stiche wandern. Das größte Problem bei diesem Motiv ist, dass wir es zu ordentlich arbeiten und unsere Kisten, unsere Quadrate nicht mehr den Eindruck haben, als purzeln sie durcheinander. Dann fängt das Motiv an, langweilig zu wirken und es verliert diese Dynamik. Also seid einfach super ungenau. Am Ende vernähen wir wieder dreimal auf der Stelle, holen unseren Unterfaden nach oben und unser zweites Motiv ist fertiggestellt. Bei unserem dritten Motiv kombinieren wir Quadrate mit Kurvenbewegungen. Zunächst einmal arbeiten wir ein Quadrat. Das braucht nicht nur nicht gerade sein, das soll auch nicht gerade sein. Lasst das Motiv leben. Und von hier füllen wir unser Quadrat mit zur Mitte und nach außen laufenden Bögen. Wenn wir das haben, fahren wir bei unserem Quadrat bis zu einer Mittelseite und wir starten mit dem nächsten Quadrat. Unsere Bögen können bis zur Mitte reichen, sie können aber auch ganz klein bleiben. Das entscheiden wir von Quadrat zu Quadrat. Fordert bei den Bewegungen nicht ein, dass sie gerade werden.
lasst das Ganze ganz lebendig und schaut einfach nur zu, wie sich das vor euren Augen entwickelt. Habt keinen Anspruch, denkt einfach nur an Quadrate und Kreise. Wenn ihr euch ins Aus setzt, könnt ihr das Ganze mit Kreisen füllen oder ihr füllt das Ganze mit kleinen Quadraten. Oder ihr fahrt einfach auf der Außenlinie entlang. Von hier quilten wir weiter. Am Ende angekommen, vernähen wir dreimal auf der Stelle, holen den Unterfaden hoch und schneiden das Ganze ab. Und unsere 3 Motive sind fertig geworden. Die möchten wir nun noch aneinander nähen. Wir schneiden an allen 3 Patches unsere Füllung zurück. Wir schlagen unseren Unterstoff nach hinten, den brauchen wir noch, und wir schneiden unsere Füllung mit der Außenkante unseres 30 x 30 cm großen Patches ab. Meine Bindingbreite habe ich auf 1 Inch gewählt. Ich schneide jetzt also meinen Außenstoff auf 2,5 cm zurück und das auf allen Seiten. Und das sind unsere 3 Patches, das Kreispatch, das Quadratpatch und das gemischte Patch. Und die nähen wir nun aneinander. Wir legen unsere Bindingkanten zueinander, schlagen das Ganze einmal um, legen unsere Außenkanten gerade übereinander und schieben das zur Maschine. An unserer Maschine stecken wir einen Bügel ein und stellen ihn genau auf die 2,5 cm Marke. Wir nähen außen an unserem Patch auf der 2,5 cm Marke entlang. Unser Transporteur ist wieder oben, unsere Maschine ist wieder fürs Nähen eingestellt. So schaut das Ganze aus. Wir schlagen unser Patch einmal auseinander, wir öffnen unsere Nahtkante und wir schlagen jede einzelne Nahtkante zur Mitte und noch einmal nach außen um. Die eingeschlagene Kante können wir mit unserem Kantenfüßchen abnähen. Auf der zweiten Seite setzen wir unser Kantenfüßchen außen an und wir schieben unsere Nadel zur gegenüberliegenden Seite, sodass die Nadel wieder auf unserem Binding läuft und wir uns an der gleichen Kante nur nun auf der anderen Seite orientieren können. Und Pabau! Unsere ersten 3 Motive für unseren Quilt As You Go Musterquilt sind fertiggestellt. Ihr findet alle wichtigen Informationen verlinkt unter diesem Video. Videos, die weiterhelfen, Materialangaben und so weiter. Ich hoffe, der eine oder andere von euch näht diesen Quilt einmal nach. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr Motivwünsche habt, schreibt mir die unter das Video. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.